Ja, moin und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Rüdiger Droste von der Firma Droste Wassersport OHG und im heutigen Video soll es einmal um diese Außenborder-Umbau-Transomplatten gehen, die wir herstellen, um Boote mit Innenborderantrieb, ehemals Innenborderantrieb, umzubauen auf Außenborder. Ich habe dazu schon mal ein paar Videos gemacht, verlinke ich hier euch auch gleich einmal, wo man sehen kann, wie das im fertigen Zustand aussieht. Dieses ist gerade ein Umbau, der soweit abgeschlossen ist. Das ist vom Umbau her fertig, kurz vor dem Anbau des neuen Außenborders. Um einmal zu zeigen, welche Schritte sind da erforderlich? Da wurde oft nachgefragt und ich habe auch oft Anfragen danach, was wird eigentlich alles gemacht am Boot, um dann nachher so einen Umbau zu haben. Das habe ich mal in Foto- und Videodokumentation für euch einmal aufgezeichnet und gehe mal so die Schritte nacheinander durch, zeige euch die Bilder und die Fotos, was wir eben machen vom Boot, wie es hier ankommt mit Innenborder, dann Ausbau des Motors, GFK-Arbeiten am Boot, Anpassen der Schablone erstmal und dann das Bauen der Transоmplattenhalterung und der Innenkonstruktion aus Aluminium. Das möchte ich euch einmal zeigen in einzelner Ablauffolge mit ein paar Videos und ein paar Fotos. Wünsche ich euch viel Spaß dabei. Im ersten Schritt geht es los. Wir bauen den Innenborder aus und wir beginnen mit den Laminierarbeiten im Boot. Auf geht's. Ja, vor jedem Umbau steht erstmal der Ausbau. Also fangen wir erstmal damit an, den Innenborder daraus zu holen. Wenn das Boot soweit vorbereitet ist, beginnen wir bei Bootstypen, für die wir noch kein Muster erstellt haben, erst einmal mit einer Schablone aus Sperrholz. Wir bauen die ganze Transomplatte einmal aus Sperrholz vor, damit wir auch die Höhen und die entsprechenden Winkel, den Lastschwerpunkt und so weiter ermitteln können. Auch in Bezug auf den Motor, der angebaut werden soll, erstellen wir für einen neuen Bootstyp erst einmal eine Schablone aus Holz. Diese Schablone wird dann genommen, um daraus die einzelnen Elemente aus Aluminium, aus ALMG3, ist eine Mischung aus Aluminium und Magnesium, entsprechend dann zuzuschneiden und mit Plasmaschneider entsprechend auszuschneiden.
Die einzelnen Bauteile werden in der Metallbauwerkstatt vorgefertigt, aber angepasst werden muss es immer direkt am Boot. Das heißt, die Komponenten, die bestehen eben aus der eigentlichen Motoraufnahme und hier dieser integrierten Badeplattform, die werden am Boot angebracht. Dort wird das Ganze geheftet und dann wird das wieder in die Werkstatt gebracht und wird dort dann komplett verschweißt. Das Ganze besteht eben, wie man in den Bildern auch sieht, aus einem Außenteil und einem Innenteil. Der Innenrahmen überträgt eben die ganzen Kräfte auf die Bootskonstruktion, auf die inneren Motorträger, wo früher der Innenborder drauf stand, sodass wir eine kraftschlüssige Verbindung der gesamten Kräfte von außen nach innen ins Boot haben und das Boot so nicht unter Last setzen. Im Anschluss, wenn das Ganze verschweißt ist, wird es dann nochmal wieder in die Werkstatt gebracht, nachdem es einmal angepasst worden ist. Wird dann geschliffen, gespachtelt, grundiert und dann entsprechend auch lackiert. Ja, das sehen wir jetzt im nächsten Teil. Ja, zum technischen Hintergrund noch einmal ganz kurz für die Techniker unter euch oder die Bootsbauer unter euch, die das interessiert, die sich mit der Problematik öfter mal beschäftigen müssen, sind feucht gewordene oder durchgerottete Holzkerne in diesen Bootsspiegelplatten. Die haben wir sowohl beim Außenborder, dort wird der Motor ja auf die Spiegelplatte aufgesetzt und dann durchgeschraubt, und beim Z-Antrieb haben wir das auch. Die Bolzen gehen halt durch die Spiegelplatte, sind maximal 1 Zentimeter, sage ich mal, von der sich umgebenden Wassermenge entfernt und werden mit Dichtstoff, meistens mit Sikaflex oder einem ähnlichen Marinedichtstoff eingedichtet. Und es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass das auf Dauer nicht wasserdicht ist. Deswegen haben auch die allermeisten Sportboote Probleme mit durchgefaulten Spiegelplatten, mit wackeligen Spiegelplatten, dass das irgendwann lose bekommt. Irgendwann führt das Ganze sogar zu Leckagen, und das ist eben bei vielen Booten dann auch der Anfang vom Ende, denn dann muss das alles rausgeschnitten werden und komplett neu laminiert werden. Um dem ein für alle Mal vorzubeugen, ist so eine Außenborder-Umbau-Transumplatte die ultimative Lösung. Denn wir haben hier natürlich auch Bolzen, die von der Außenplatte nach innen durchgehen, aber die sitzen komplett im Trockenen. Denn unsere Transumplatte ist ein Hohlkörper, in der ist kein Wasser. An die Bolzen kommt also überhaupt keine Feuchtigkeit ran. Sie sind nicht von 1 Zentimeter vom Wasser entfernt, sondern 30 Zentimeter vom Wasser entfernt und über diese ganze Fläche komplett eingedichtet. Heißt, es wird niemals wieder Wasser an die Spiegelplatte herankommen, da eben dieser Hohlkörper von innen trocken ist. Das ist von innen trocken, von außen trocken. Es kommt also gar kein Wasser dran. Der Motor hängt nachher ja außen an der Platte dran, ist dort verschraubt, hat also quasi überhaupt keinen Kontakt zum Bootsspiegel. Das ist eben der ganz große Vorteil und das ganz große Langlebigkeitsgarantie, die man da hat, die kein Boot bietet mit einem Innenborder, der eben mit Z-Antrieb funktioniert,
Und auch kein Boot mit Außenborder, das dauerhaft im Wasser liegt, wird immer Probleme haben, wenn es einen Holzspiegel hat. Und das sind 95% aller Boote, haben immer das Problem, dass sie irgendwann weich werden. Und das hat man eben hier nicht mehr. Hier sitzt alles im Trockenen, hier hat man keinen Wasserkontakt mehr zu den Bolzen, also auch keine Probleme. Ja, so viel einmal zum Ablauf der Grundkonstruktion. Ihr habt ja jetzt einmal gesehen, was wir machen und was entsprechend bewerkstelligt werden muss, bis man das soweit hat, dass man den Motor montieren kann. Wir werden auch ein Video noch euch zeigen zur Montage des Motors, auch hier an diesem Beispiel. Hier wird ein 140 PS Tohatsu angebaut. Also so die Minimum-Motorisierung für dieses 24-Fuß-Boot. Die Halterung ist zugelassen für 250 PS. Das ist auch so die 200 PS, 225 PS, eine sehr gute Motorisierung. 140 PS werden wir sehen. Wir werden mal schauen, wie es damit läuft. Auch dazu wird es eben jetzt in Kürze weitere Videos geben. Ja, an dieser Stelle möchte ich euch auch nochmal unsere weiteren Videos hier auf diesem Kanal ans Herz legen. Dort seht ihr viele Informationen zu unseren Mercury-Außenbordern, zu unseren Tohatsu-Außenbordern, zu Bootszubehör und Ausrüstung, Marineelektronik, aber schwerpunktmäßig auf jeden Fall Motorentechnik auf unserem Webshop auf www.droste-wassersport.de. Wem es bis hierhin gefallen hat, ich wäre euch dankbar für ein Abo und für einen Daumen nach oben für dieses Video und schaut gerne mal wieder bei uns rein, wenn es mit diesem Themenbereich weitergeht oder mit vielen anderen Themenbereichen, die wir hier behandeln. Dann sage ich mal vielen Dank. Gleich im Abspann werden noch unsere weiteren Videos verlinkt. Einfach da auch noch mal im Schauen, was euch da so vorgeschlagen wird. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.